ich immer wieder Anfragen zum Cruiser Dog L bekomme, wird es Zeit für ein Review. Bei der Aufbewahrung kann man die Räder einzeln abnehmen, die Anhängerkupplung, den Spritzschutz und auch die Flagge. Und dadurch lässt sich der Cruiser Dog sehr handlich verpacken. Durch das Stecksystem ist der Cruiser Dog super leicht aufgebaut. Der Cruiser Dog hat im Inneren so ein Metallgestänge. Und dann gibt es hier so zwei Knöpfe, die man drücken kann. Und dann wird das Gestänge aufgebaut. Und dadurch lässt es sich ganz, ganz schnell aufbauen. Das sind diese Metallstänge. Die schiebt man dann rein und dann schiebt man ihn auseinander. Dann ist beim Aufbau noch zu achten, hier gibt es so einen Knopf, so einen schwarzen, und der muss natürlich hier über diese Löcher kommen. Auf der anderen Seite auch. Das Einfachste am Ende ist, den Cruiser Dog einfach mit ein bisschen Muskelkraft aufzudrücken. Hat am Anfang etwas gedauert, bis ich den Trick rausgefunden habe. Die Räder haben ein Click-Fix-System und sind dadurch super einfach und schnell montiert. Einfach nur diesen Knopf hier drücken, reinschieben, loslassen. Auf der anderen Seite das gleiche. Die Achse wird auch hier mit so einem Schnellklick-System festgemacht. Am Anfang dachte ich so, ob das sicher ist, aber eigentlich, wenn der Anhänger am Fahrrad ist, kann man den Anhänger nicht so einfach umdrehen, um das quasi loszumachen. Mit zum Paket gehört auch so ein Sicherheitswimpel. Hier festgesteckt. Der war mal aus Plastik. Und da hatte ich den auch einige Male verloren, aber da ist jetzt noch aus Metall. Und dadurch habe ich keinen Stress mehr, dass der halt abbricht. Der wird auch ganz schnell montiert. Hier gibt es auch noch ein Rückfahrlicht. Das wird einfach auf der anderen Seite festgemacht. Und dann kommt der Cruiser Dog auch noch mit dem Spritzschutz. Der hat sich wirklich auch als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Der wird auch ganz schnell einfach montiert, eingesteckt. Es gibt super viele kleine Ösen. Auch nochmal. Der Cruiser Dog L, 2020 auch Cruiser Dog Pepper genannt, ist für Hunde mit maximal 35 Kilogramm ausgelegt. Er hat die Maße 90 x 72 x 82 cm, gefaltet 85 x 72 x 26 cm und wiegt 13,8 Kilogramm. Was macht den Cruiser Dog sonst noch so besonders? Also auf der einen Seite gibt es auch hier die Feststellbremse. Ich persönlich habe die nie gebraucht, aber ist auf jeden Fall sehr praktisch auch zu haben. Dann gibt es die Cabrio-Funktion, die Zuri geliebt hat. Es wird auch einfach hier hinten einfach eingehängt. Auch super ist der super schnell und einfach zu öffnende Magnetverschluss und der tiefe Einstieg. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach für Zuri hier reinzukommen. Und es gibt auch ein Sichtgitter nach hinten, das aber während der Fahrt nicht aufgemacht werden sollte, damit es die Hunde nicht irritiert. Der Cruiser Dog kommt auch mit so einer ganz praktischen Tasche. Und die habe ich immer genutzt, um so Napf und sowas halt alles zu transportieren und dass ich ganz schnell und einfach dran möchte. Ja, auch vorne hat der Cruiser Dog noch eine Öffnung. Die ist wirklich sehr, sehr praktisch, um frische Luft reinzulassen. Die war eigentlich auch immer offen auf der Reise. Das hat Zuri auch geliebt. Cruiser Dog wird auch ganz, ganz einfach am Fahrrad montiert. Das ist ja auch so ein Klickfix. Einmal Sicherheitsverschluss zusätzlich. Einrasten, Schlüssel, wegen Diebstahlschutz sicher. Am Anfang meiner Radreise war das Rad maßlos überladen. Es hat echt nur geeiert auf dem Gepäckträger. Ja, und dann war ich in einem Fahrradladen und wollte mir eigentlich Vorderradtaschen kaufen, die aber an meinem Fahrrad nicht passen, weil es eine Federgabel hat. Ja, und dann hatte dort der Mitarbeiter die Idee, noch einen Gepäckträger auf den Cruiser Dog zu bauen. Weil der Cruiser Dog nämlich super stabil gebaut ist. Hat sich den angeguckt und meinte, das ist überhaupt kein Problem. Das ist nämlich auch das Tolle daran, dass ich quasi die ganze Reise mit diesem Gepäckträger gefahren bin, der mir zurechtgeschnitten hat. Ja, der Gepäckträger wurde einfach mit 2 Spanngurten fest montiert.
Und er hat sich wirklich die ganze Reise überhaupt nicht bewegt. Also das war ein super stabiles System. Bombenfest. Ich hatte da drauf dann meine Tasche mit den ganzen Essenssachen stehen. Sich dann super leicht am Netz montieren. Es gab auch überhaupt keinerlei Probleme. Es ist nichts gerutscht. Eingehakt. Eingehakt. Auf der anderen Seite genauso. Ich habe immer 1 Kilo Hundefutter mitgenommen. Ja, die Cabrio-Funktion war immer auf. Die konnte ich immer leicht hier an dem Riemen festmachen. Es war tatsächlich auch überhaupt kein Problem, Zuri an den Hundeanhänger zu gewöhnen. Ich habe den tatsächlich erst einen Tag vor der Abreise bekommen. Und ich habe Zuri da drin gefüttert und am nächsten Tag ein bisschen rennen lassen. 2-3 Kilometer, bis sie ein bisschen platt war. Und dann ist sie freiwillig in den Hundeanhänger gegangen und hat es von dort nur noch genossen. Sie hat sich ja noch immer beschwert, hat angefangen zu fieten, wenn sie raus wollte. Das heißt, wir haben eigentlich auch eine super Kommunikation gehabt und eine Abwechslung zwischen Rennen und sich ausruhen. Zuri geht ganz, ganz leicht hier rein. Zuri, komm, rein! Und los geht's! Ja, letztes Jahr auf meiner Radreise hatte ich dann so einen Einlege-Schaumstoff mit, das aber eigentlich nicht super praktikabel war. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass Cruiser jetzt ein Hundebett rausgebracht hat, das passt genau für den Cruiser Dog ist. Und Zuri liebt es vom ersten Moment an, also sie schläft auch jede Nacht jetzt da drin. Und Cruiser gibt auch eine Faltgarage, die auch super praktisch ist. Die soll man eigentlich nicht während der Fahrt benutzen, aber ich habe sie trotzdem, wenn es super nass war, weil ich ab und zu noch Sachen hier oben drauf gelagert habe, habe ich die trotzdem rumgemacht. Also die ist passgenau. Oder wenn es halt geregnet hat. Ja, für Leute, die noch ein bisschen Zusatzschutz haben wollen, weil ich war mir am Anfang der Reise auch nicht so sicher, da gibt es noch ein Abus Bügelschloss. Das ist das Schloss in Überlänge und das passt tatsächlich genau hier rum und kann dann hier am Reifen festgemacht werden. Ich habe es auf der Reise mitgehabt, aber nie benutzt. Aber wirklich, wenn ihr in super unsicheren Situationen seid und wirklich noch was mitnehmen wollt, dann kann ich euch das empfehlen. Viele haben mich gefragt, welchen Cruiser Dog sie denn nehmen sollen, L oder XL. Ja, und ich stand halt vor der gleichen Frage und ich kann tatsächlich die auch für meinen Hund immer noch nicht beantworten. Also Zuri ist ein mittelgroßer Hund, sie ist ein Australian Shepherd, aber sie ist quasi am Rande des Cruiser L. Das heißt, theoretisch wären beide potenziell möglich gewesen. Und nach der Reise kann ich ein paar Vor- und Nachteile nennen und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, welches Modell er dann wählt. Die Vorteile vom Cruiser L ist, dass er definitiv leichter ist als der XL. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass er kleiner ist. Also schmaler. Und das ist wirklich für mich einer der wichtigsten Vorteile. Ich hätte das nicht erwartet, aber vor allem im Ausland werden die Radwege oft mit so Pfosten blockiert. Es gab so viele Situationen, wo ich wirklich gerade so durchgekommen bin, wo ich mit Hilfe durchkommen musste, wo dann jemand das angehoben hat, wo ich gerade so durchgekommen bin und es wäre mit dem Cruiser XL einfach nicht möglich gewesen. Ja, ein Nachteil ist aber auch, dass der Cruiser Dog L einfach kleiner ist. Und dadurch konnte ich nicht so viel Gepäck in den Seiten verstauen. Ich habe wirklich alles in den Seiten verstaut. Ich habe meine Ersatzbatterie fürs Fahrrad, also meinen Ersatzakku habe ich verstaut. Ich habe auch eine Zeltunterlage dabei gehabt und die habe ich immer unter Zuri verstaut. Ja, und auch der Spritzschutz, den habe ich immer unter Zuri aufbewahrt. Ja, in den Seitenteilen hatte ich dann auch immer in einzelnen wasserfesten Beuteln, um einfach sicher zu sein. GoPro Hundegurt oder auch ein Regenmantel für Zuri. Dann Sachen, an die ich schnell drankommen muss, sowas wie Moskitospray, aber auch sowas wie Duschgel, was ich nicht will, dass irgendwo in den Taschen ausläuft. Ja, ich habe auch ganz viele Snacksachen verstaut, sowas wie Nüsse oder auch getrocknete Früchte. Und da wurde es dann teilweise für Zuri schon etwas eng. Und da wäre halt der Cruiser Dog XL wesentlich praktischer gewesen, weil der einfach auch wesentlich breiter ist. Und da ist es halt immer so die Frage, okay, auf der einen Seite ist natürlich gut, wenn Zuri mehr Platz hat. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann wirklich das Problem, dass du im Ausland, teilweise auch in Deutschland auf den Radwegen einfach feststeckst. Weil ich habe tatsächlich festgestellt, dass die meisten Radwege nur für Fahrräder gemacht sind. Die wenigsten denken aktuell noch an Anhänger. Und da gab es auch Situationen im Ausland, wo ich einfach Treppen runter musste, selbst auf Radwegen, wo ich dann Treppen runter musste. Und das ist dann wirklich schwierig mit so einem großen Anhänger. Oh oh, Tunnel ist noch nicht fertig, was machen wir jetzt? Oh, das wird schwierig. Ja, schwierig war es dann auch im Regen, weil Zuri dadurch, dass es gerade so von der Größe gepasst hat,
hat sie sich halt eingeengt gefühlt, wenn ich den Dachbarregen zugemacht habe. Das heißt, dass sie eigentlich immer nur mit offenem Dach gefahren ist, bei Wind und Wetter. Und das war halt schon sehr, sehr kalt für Zuri. Ja, da wäre der Cruiser-Dog XL schon besser gewesen, weil Zuri einfach mehr Platz hat, sich auszubreiten und sich auch nicht so beengt gefühlt hätte. Ja, mein Cruiser hat jetzt knapp 7000 Kilometer hinter sich. Durch 12 Länder in Europa sind wir gefahren. Und ich bin super begeistert vom Cruiser-Dog, weil der einfach super haltbar ist, super gute extra Funktionen hat, die ich alle nicht missen möchte. So, schauen wir uns mal den Zustand nach 7000 Kilometern an. Also man sieht hier, es ist schon relativ gut abgeschabt, was aber auch echt daran lag, dass halt viele Fahrradzugänge einfach zu klein waren. Reifen sind immer noch original. Ja, ich war am Anfang so ein bisschen unsicher, weil ich dachte, okay, Schwalbereifen ist das A und O und der Cruiser Dog hat keine Schwalbereifen. Aber ich muss echt sagen, da habe ich mich getäuscht, weil die Reifen, die drauf sind, die sind wirklich super. Nach 7000 Kilometern keinen einzigen Plattenreifen. Und ich hatte 2 im Fahrrad. Also da habe ich echt überhaupt nichts zu meckern. Hier ist es auch etwas abgeschabt, aber das liegt an dem Gepäckträger, den ich zusätzlich montiert habe. Ansonsten kann man sehen, Fliegengitter ist komplett okay. Gut, hier ist etwas Schmutz. Das ist nach 7000 Kilometern noch kein Wunder. Hier hinten, also das Klicksystem funktioniert immer noch 1A, super easy. Reißverschlüsse sind super. Also ist überhaupt kein Problem. Der Innenraum ist auch alles in Ordnung. Also das ist wirklich eine richtig gute Qualität. Das ist hier so ein Welpenschutz, den kann man tatsächlich auch rausnehmen. Ja, und auf dieser Seite sieht man auch, dass alles okay ist. Der einzige Verschleiß, den man eigentlich so nach 7000 Kilometern feststellen kann, ist, dass hier das unten aufgeschabt ist. Aber wie ihr auch sehen könnt, an der Metallstange, ich habe wirklich richtig hartes Terrain gehabt. Also ich habe Wanderwege, ich habe Mountainbike-Strecken, die mich dann mein Navigationssystem hochgejagt hat. Also ich finde, für die ganzen Strecken, die ich mit dem Fahrrad und den Anhänger gefahren bin, ist wirklich top in Schuss. Vor allen Dingen, das ist auch nichts, was man im Innenraum sieht. Also wir werden diesen Hänger genau auf die nächste Reise mitnehmen, weil er ist immer noch top in Schuss. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wenn das Modell nochmal neu aufgelegt wird, ist, dass unten die Teile, wo das Metall ist, ein bisschen verstärkt werden. Und was ich mir sonst noch wünschen würde, ist, dass die Reißverschlüsse oben wie so eine Art Schutz bekommen, sodass wenn man durch ganz viel Dreck fährt, dass der Dreck nicht feststeckt. Weil ich hatte manchmal das Problem, dass es wirklich, wenn es richtig hart geschüttet hat und ich wirklich durch Matsch gefahren bin, der ganze Matsch auf den Cruiser Dog gespritzt ist und es dann sehr schwer war, oben die Reißverschlüsse zuzumachen, weil die einfach komplett mit Dreck versehen waren. Das ist dann nach einer Zeit wieder weggegangen, weil dann der Regen das alles wieder sauber gemacht hat. Aber das wäre dann noch mal eine Optimierung, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Ansonsten freue ich mich jetzt auf das nächste Abenteuer. Wir werden nächste Woche nach Schottland losdüsen. Ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen und alle Fragen beantwortet. Falls ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Ja, ansonsten sehen wir uns auf den nächsten Reisevideos.